bis zum 1950er Jahre, dass man da auch die Leute immer Rohmilch gegeben hat, um die Leute zu heilen. Und im Moment, dass das Kind ein bisschen erkrankt, dann kann die Mutter auch unbewusst mit ihrer Brustmilch kann sie da ein bisschen steuern. Und man hat auch festgestellt, dass der Rohmilch eigentlich ein unabhängiges Effekt bildet gegen Asthma, Allergien und Heuschnupfen. Die Frage, Milch ist nicht gleich Milch, war auch damals schon wichtig. Die Kinder, die brauchen die Oligosaccharide, um eine gesunde Darmflora aufzubauen. Und das ist diese präbiotische Wirkung. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier sein dürfte. Es freut mich sehr, dass ich in so einem großen Rahmen auch was erzählen darf über meine Erfahrungen mit Rohmilch. Ich denke, dass die Geschichte der Rohmilch, dass die Sache sich da ändert. Man bemerkt jetzt inzwischen wegen allerhand Forschungsergebnisse, dass da auch in die Industrie Interesse ist an die Rohmilch. Man weiß ziemlich gut, da ist was dran und man versucht jetzt Wege zu finden, um zu gucken, was ist in der Rohmilch dran, dass man das auch in die Industrie nutzen kann. Aber darüber will ich nicht erzählen, was die Industrie alles macht. Ich will eigentlich mehr erzählen, was wir im Laufe der Zeit, und nicht ich alleine, aber wir haben teils an dieser Forschung mitgemacht, aber ich würde das Ihnen zeigen. Man hat immer einen bestimmten Aufbau. Ich erzähle was über meine eigene Erfahrung, warum ich das so gemacht habe. Das schleppe ich auch inzwischen schon fast 30 Jahre mit mir mit. Dann ist eine ganz wichtige Sache, wenn man über Rohmilch spricht, das ist die Milch für die Kinder. Und das hat mit der heutigen Krise, sage ich mal so, zu tun von Asthma und Allergien, Heuschnupfen. Und da gibt es inzwischen sehr viele Studien. Und ich zeige ein paar von solchen wichtigen Studien, um auch an Ihnen zu zeigen, warum man das jetzt auch ein bisschen ändern kann, diese Verhältnisse zum Rohmilch. Ich sage auch was über Weston Price. Ich war auch dabei im Tal, nicht nur dann war ich im Tal dabei, ich war auch seit 2007 fahre ich auf Kongresse von der Weston Price Foundation in Amerika, in London. Und ich finde das eine tolle Bewegung, weil das sind auch so eine Grassroot-Bewegung, Leute, die einfach bodenständig versuchen, um das Gute zu vermitteln. Eine zweite Sache, wo ich was sagen will, das geht mir um die ganze Sache von Fettnahrung, die Nahrung von Fette. Das ist auch so eine Verteufelung, wenn man mal guckt, Fett ist schlecht, wir werden alle zu dick und man muss eigentlich das Fett aus der Nahrung wegnehmen. Aber auch da gibt die Meinung. Da bemerkt man auch, dass die Leute merken, Fett brauchen wir und je mehr wir eintauchen in die ganze Geschichte von Fettsäure und wir können heutzutage unglaublich viel bestimmen, dann bemerkt man auch, dass da ein Profil entsteht, was auch gesündend wirkt. Dann etwas über die fermentierte Milch, weil viele Leute denken, wir können eigentlich keine Milch mehr vertragen. Ich will ein paar Wörter darüber sagen, wie man dann auch mit fermentierten Produkten da was anfangen kann. Und das geht in die gleiche Richtung, was auch Weston Price eigentlich gefunden hat. Dann kann ich nicht darum herum, um auch was über die Risiken zu sagen. Und das ist nicht umsonst. Ich sage nicht, um da Angst zu machen, ich sage nur, dass man auch weiß, wie, sag ich mal, die Leute an die andere Seite über Rohmilch denken. Man kommt ständig, kommt man Leute entgegen, die immer sagen, ja, Milch ist gefährlich. Und ich weiß noch, wenn ich gesagt habe, wir machen jetzt ein Forschungsprojekt mit multipler allergische Kinder und die Kinder, die bekommen Rohmilch. Dann haben Leute mich fast verrückt gemacht, dass ich das durchgesetzt habe. Und dann hoffe ich, dass ich nochmal zusammenfassend ein paar Sachen für Sie mit nach Hause geben kann. Ich bin heutzutage, warum komme ich aus Danzig? Ich lebe heutzutage teilweise in Polen. In Polen bin ich auf fast das größte biologisch-dynamische Betrieb. In Europa bin ich tätig, 1900 Hektar. Da haben wir 350 Milchkühe in 2 verschiedenen Rassen. Wir versuchen da einen Modellbetrieb aufzubauen. Und es ist meine Aufgabe, um da die ganze Forschung und Lehre zu gestalten.
Und ich mache das teilweise von Polen aus, ich mache das teilweise von Deutschland aus und teilweise von der Schweiz aus. So, ich bin eigentlich mehr ein Europäer inzwischen als ein Niederländer. Das ist grob gesagt, was ich gemacht habe im Laufe der Zeit. Ich bin in 1981 angefangen am Louis-Bock-Institut als Student. Und ich habe da meine Masterthesis gemacht und das ging eigentlich um eine mehr phänomenologische, eine mehr goetheanistische Betrachtung. Wie spricht eigentlich der Milch zu uns? Und ich habe damals ungefähr insgesamt 160 Milchproben, habe ich einfach bei 20 Grad in einen Brutschrank gestellt und wir haben einfach geguckt, was passiert dann. Und es ist wunderbar, wie der Milch dann zu uns spricht und das hat mich sehr stark geholfen, um da die erste Differenzierung zu machen. In 2005 war eine große Veranstaltung von einer großen ökologischen Molkerei in den Niederlanden und die wollte mal gerne wissen, zeig uns, ob die ökologische Milch, die biologisch-dynamische Milch, ob die unterschiedlich ist als die konventionelle Milch. Und da sind wir schon angefangen, um mit sehr vielen verschiedenen Methoden zu gucken, wie kann man eigentlich Milch differenzieren. Ja, die Frage, Milch ist nicht gleich Milch, war auch damals schon wichtig. Das haben wir auch publiziert. Ja, wenn da immer so ein Name und eine Jahreszahl steht, dann heißt es auch, dass es irgendwie publizierbar ist und dann kann man das auch finden, das kann man zurücklesen. Dann bin ich in 2011 nach Deutschland umgezogen und dann hätte ich diese Stelle, Stiftungsprofessur für biologisch-dynamische Landwirtschaft an die Uni Kassel. Und ich bin dann erstmal herumgegangen bei den Landwirten, um zu fragen, was soll ich dann eigentlich tun für euch? Nicht, dass ich nicht genügend eigene Ideen hätte, aber ich wollte auch unbedingt so einen Anschluss finden an dasjenige, was lebte in Deutschland. Und es war mir ziemlich klar, dass für die Landwirte, die Milchlandwirte, Milchviehbauer eigentlich, die hatten die wichtigste Frage, zeig uns, dass unsere Milch anders ist. Die haben nicht dann direkt von besser gesprochen, aber zeig jedenfalls, dass man die Milch differenzieren kann. Und es gab in dieser Zeit eine Werbung von Demeter. Demeter ist das Zeichen für die biologisch-dynamische Landwirtschaft. Und Demeter hat damals Werbung gemacht, Milch von horntragenden Kühen bringt keine Allergien. Und das war ziemlich, sag ich mal, ein Kurzschluss. Und das war nicht so einfach, um vor allem diese Frage von horntragenden Kühen mit Allergien zu verbinden. Aber wir sind trotzdem dann doch mal angefangen. Da waren zwei Studenten, zwei Doktoranden, die haben bei mir gearbeitet. Einer hat mehr mit bildschaffender Methode gearbeitet, Jennifer Wallace hat das gemacht und Daniel Kusche hat sich auch mit der Differenzierung von Milch auseinandergesetzt, aber mehr im analytischen Bereich. Und wir hätten dann das Glück, wenn diese Werbungssache da war, dass wir auf einen Allergiearzt gestoßen sind, die auch sehr viel Interesse zeigte in die Frage, was macht eigentlich Nahrung für die Gesundheit von jungen Kindern. Und dieser Arzt hat damals gesagt, komm, gib mich mal eure Milch, ich kann das mal bei diesen kleinen Kindern, kann ich das mal austesten. Und daraus ist das Projekt entstanden, wobei wir die Genehmigung bekommen haben, um mit 20 multiple allergische Kindern eine Forschung durchzuführen mit Vorzugsmilch aus Deutschland, eine kontrollierte Rohmilch, die man nutzt für direkten Konsum im Vergleich mit einer normalen Milch, die er immer genutzt hat, wenn er die Kinder getestet hat. Dann bin ich, nachdem Kassel vorbei war, bin ich in der Schweiz gegangen und dann habe ich am Fibel ein Institut gefunden, wo ich dann weiterarbeiten konnte und da habe ich vor allem an die Frage von antibiotikafreier Milchproduktion habe ich gearbeitet. Inzwischen laufen noch einige andere Projekte. Ich habe schon das Thema Horn habe ich angesprochen und es ist für mich die große Frage, warum haben die Kühe eigentlich Hörner? Und kann man irgendwie die Hornbildung, was sehr stark mit wiederkauenden Tieren zu tun hat, kann man das irgendwie zurückfinden in die Milchbildung, in die Milchqualität, in die Kotqualität und das ist jetzt ein Projekt, was wir mit unter anderem Darmflora, aber auch, sage ich mal, komplexe Analytik versuchen nachzuweisen. Ich hätte dann auch das Glück, dass man wieder auf andere interessierte Forscher stoßt und wir haben die Milch, die wir damals mit den allergischen Kindern getestet haben, haben wir in das letzte Jahr nochmal in ein Mäusemodell getestet. Und ich weiß noch, dass ich in
wann war das? Im März von diesem Jahr habe ich so eine begeisterte E-Mail bekommen von den Leuten aus dem Labor, dass die Mäuse eigentlich das Gleiche gezeigt haben wie die Kinder. Dass Rohmilch einfach keine Allergien auslöst, auch in ein Mäusemodell von allergenen Mäusen. Ich bin seit letztem Monat gefragt, um in das Raw Milk Institute, das amerikanische Institut, um da auch in die Board of Directors einzusteigen, weil wir wollen auch gerne hier in Europa wieder die ganze Unterstützung bieten, um die Rohmilch wieder im Vordergrund zu bringen. Wie gesagt, ich habe 2 praktische Perioden auch mitgemacht. Das erste war in die Niederlande. Ich war Lehrer für Gouda-Herstellung, auf eine landwirtschaftliche Ausbildung für biologisch-dynamische Landwirtschaft. Das heißt, man kriegt jede Woche neue Studenten und man versucht innerhalb von einer Woche die Leute einfach die Prinzipien von Gouda-Herstellung beizubringen. In Witzenhausen gibt es sehr viele Studenten, die machen die Alpwirtschaft. Die Alpwirtschaft wird nicht mehr von den Schweizern selber gemacht, das ist viel zu teuer. So die holen dann die Leute aus Witzenhausen und dann war eine Gruppe von ehemaligen Studenten von mir, die haben mich dann gefragt in 2012, hast du keine Lust, um nochmal mitzukommen auf die Alp? Und dann bin ich auch nochmal 7 Wochen habe ich dann auf einer Alp gearbeitet und da habe ich vor allem die Käserei habe ich da gemacht. Und eigentlich sind die Grundlagen von all diese Herstellungsprozesse, ob man Gouda macht oder eine Hartkäse wie die Bergkäse, die sind im Prinzip gleich. Es geht vor allem, dass man ein Gefühl hat, für was da abläuft in diese 2,5 Stunden, dass man da an den Kessel steht und man muss ein bisschen mit den Temperaturen muss man spielen. Das war für mich eine wunderbare Zeit. Ich war schon damals bekannt mit dieser Arbeit von Weston Price und ich wollte eigentlich selber auch nochmal erleben, wie ist das eigentlich, um so mal 7 Wochen da so auf einer Alp zu leben. So Graubünden war für mich eine gute Erinnerung in 2012. Gut, jetzt über das Thema selber. Wir sind eigentlich, als Mensch sind wir Kulturbilder. So wir sind diejenigen, die eigentlich die Kultur gestalten. Und wenn man das erforscht, dann bemerkt man auch, dass wir schon 8.000 bis 10.000 Jahre mit Ziegen, mit Schafen, mit Kühen arbeiten und dass die zu uns gekommen sind und wir sind zu den Kühen gekommen. Und das bedeutet eigentlich auch, dass wir die Tiere, ich sag mal, nicht ausnutzen, aber es sind eigentlich Mitglieder geworden von unserer Gesellschaft. Ja, so, das ist auch eine Besonderheit. Und ich denke, in so ein Bild wie hier, das ist Romulus und Remus, der Stifter, sag ich mal, von Rom, das ist noch mal ein bisschen anderes Bild, das geht nicht um Wiederkäuer, das geht dann um die Wölfe, aber das Bild ist jedenfalls prägnant, wir hängen an die Zitzen von unseren Kühen, sag ich mal so. Wenn man auf die Siedler guckt, die in den USA gegangen sind, in der Frühzeit, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, dann sind die ersten Siedler, die sind teilweise verhungert. Und die Leute sind nach Amerika gegangen ohne Kühe. Und erst in die zweite Runde, wenn die Leute auch Kühe mitgenommen haben, dann konnten die Kühe da auch auf die Weide gehen und dann konnten die Kühe wieder die Produkte an die Menschen verschenken, sodass die Menschen dann viel leichter überleben konnten. Eigentlich das gleiche Bild, was schon gesagt wurde, die Leute, die da im Lötschental gelebt haben, man kann mit einer sehr einfachen Diät, mit Hilfe von solchen Wiederkäuer kann man überleben. Das ist auch was Besonderes, weil wenn man guckt auf alle anderen Tiere, alle anderen Säugetiere, muss man eigentlich sagen, wir sind eigentlich da gleich wie Hund und Katze und Kuh und was auch immer wir sind. Wir gehören auch als Menschen zu den Säugetieren. Wir saugen an der Brust von das Muttertier und von unserer Mutter und die Tiere, wenn die damit aufhören und auf Gras weitergehen, dann wird das Enzym, was da die Laktose verdaut, das wird abgestellt. Und man hat festgestellt, dass bei Menschen, die schon über Jahrtausende mit Wiederkäuer leben, dass da Änderungen in das Genom stattgefunden haben, wodurch wir auch in höheren Alter noch immer das Laktose verdauen können. Im Gegensatz zum Beispiel zu vielen Asiaten. Die Asiaten, die haben eigentlich niemals so eine starke Kultur mit Wiederkäuer gehabt und da sieht man, dass die Leute diese Laktoseintoleranz dann auch zeigen.
Alte Bilder, die zeigen immer wieder das Gleiche. Ja. Die Kühe, die sind am Anfang erstmal nah bei ihrem Kälber geblieben. Die Kühe wollten am Anfang überhaupt die Milch nicht abgeben an den Menschen und man musste das Kalb dann auch an dem Kopf vom Tier anbinden, sodass man zwischen die Hinterbeine die Tiere melken konnte. Eine Hemba-Frau in Afrika, ja, das ist nicht vor 2000 Jahren, aber das ist eher vor 10 Jahren oder vielleicht auch noch in diesem Jahr, ich weiß es nicht, das Bild ist schon ein bisschen älter, die macht im Prinzip das Gleiche. Ja, so, das Kalb steht an die Seite von ihrer Mutter und sie versucht mit ihrem Stock das Kalb wegzuschieben und dann kann sie mit der anderen Hand die Zitzen melken. Das sind wir als moderne Menschen, ja, das nennen wir das sogenannte freies Melken. Wir können inzwischen auch ohne Kalb, haben wir die Tiere so gezüchtet, dass die auch ohne Kalb in der Nähe die Milch an uns abgeben wollen. Dann komme ich zum Thema Lifestyle-Studie, so Studie, wobei man geguckt hat, wie verhalten Menschen sich und was kann man daraus lernen. Und solche Studien, das sind eigentlich meistens Studien, die man in große Menge von Menschen macht, die macht man meistens über mehrere Jahre und man versucht da nicht so sehr eine Kausalität zu finden, aber eher eine Korrelation festzustellen. Man messt viel an den Menschen oder an den Kindern und dann später messt man auch allerhand Faktoren. So, das sind riesen Fragenbogen, die dann die Mutter ausfüllen müssen, wie wann war das erste Heuschnupfen bei dem Kind oder ab wann hat das Kind dann Rohmilch bekommen oder wie war es dann im Stall bei Ihnen auf dem Hof. Und dann versucht man letztendlich über Tausende von solchen Daten, versucht man die Sachen miteinander zu korrelieren. Ich erzähle was daraus, was da der Stand des Wissens ist in dieser Geschichte von Kinder auf dem Bauernhof in Bezug auf Rohmilch. Das geht nicht um Bauernhofkinder inzwischen, das geht eigentlich vielmehr um die Frage von Rohmilch. Ich zeige auch etwas, wie gesagt, aus dem Lötschental, weil Weston Price war eigentlich ein sehr früher Forscher. Der war schon in den 30er Jahren vom letzten Jahrhundert, ist er um die Welt gefahren, Sie haben das bestimmt schon gehört in diesen Tagen, und er hat da diese Naturvölker immer ganz präzise verglichen mit Leuten, die schon umgestellt waren auf ein modernes Diät. Eine klassische Case-Control-Studie, wie wir das dann nennen. Wenn man da guckt, was da rausgekommen ist aus dieser Bauernhofstudie, da hat man am Anfang gesagt, ja, das Umfeld auf einem Bauernhof und vor allem, wenn da Tiere sind, das schützt eigentlich gegen Asthma und Allergien. Aber wenn man da präzise guckt, da hat man auch festgestellt, es geht nicht rein um den Bauernhof, es geht auch um die Rohmilch. Und man hat auch festgestellt, dass der Rohmilch eigentlich ein unabhängiges Effekt bildet gegen Asthma, Allergien und Heuschnupfen. Und inzwischen ist das noch weitergegangen. Man hat selbst festgestellt, dass die Kinder, die mit Rohmilch aufgewachsen sind, auch weniger Entzündungen zum Beispiel haben in die Mittelohren. So, das heißt, je mehr man da erforscht, je mehr man bemerkt, das ganze Immunsystem von solchen Kindern wird anders geprägt, wird anders gebildet. Das andere, und da haben wir auch ein klein bisschen Arbeit dran gemacht, das sind die Milchfette. Und man kann, das ist eine zweite Spur, sage ich mal so, aber man kann auch feststellen, dass die Milchfette eigentlich auch ganz wichtig sind für den Bezug auf Allergien. So sieht es heutzutage bei vielen Kindern und inzwischen auch bei Erwachsenen aus. Ja. Man hat zu tun mit den Heuschnupfen, dann hat man bei den jungen Kindern sehr viel mit dieser atopischen Erkrankung zu tun, ja. Das Kratzen von den kleinen Kindern, wenn das ganz schlimm ist, werden die Kinder komplett mit Handschuhen liegen, die dann in ihrem Bett. Asthma ist ein Riesenproblem und das ständige Laufen, das Runny Nose, das ist auch so ein Ding, was man dann unter diesem Komplex von atopischen Erkrankungen darstellt. Man weiß inzwischen auch, es hat viel zu tun mit wie das Immunsystem reagiert. Die Grundlage von vielen von diesen Krankheiten haben mit die Prägung von Immunsystem in das junge Leben zu tun und da kommt man auch immer weiter, das hat auch mit der ganzen Darmflora zu tun. Wenn man dann guckt, dann das Bild hier auf hinter mir, das ist dann so ein schönes Bild aus den 30er Jahren und das war noch eine Zeit, dann gab es noch keine Asthma und Allergien. Die Leute hätten andere Probleme, aber das hat viel mehr hat man genügend Nahrung, aber jedenfalls Asthma und Allergien gab es nicht. Ja.
Wenn man guckt auf diese Entwicklung von Asthma und Allergie, dann ist es, warum, das weiß man nicht so genau, aber ab dem Jahre 1960 sieht man eigentlich einen ständigen Anstieg von diesen Kindern, diese Krankheiten. Wir exportieren das auch, das bedeutet im Moment, dass wir unsere, sage ich mal, gute westliche Lebensweise nach Afrika oder nach Südamerika bringen, dann sieht man auch, dass diese Krankheiten mitkommen. So, das heißt, dass in die Länder oder in die soziale Klasse, wo es die Leute besser geht, da sieht man auch, dass die eher diese Krankheiten auch haben. Es gibt selbst eine Studie, wo man nachweisen kann, dass es eine Korrelation gibt mit dem Bruttonationalprodukt, so wie viel wird in einem Land pro Kopf verdient und dann die Korrelation mit Asthma und Allergien. Der rasante Anstieg, das geht so schnell, das ist eigentlich innerhalb von einer Generation hat das zugenommen und von da aus kann man, sage ich mal, erstmal grob diese ganze Frage, ist das eine genetische Sache oder ist es eine Umweltsache, das kann man schon mal sehr gut verteidigen. Es hat sehr viel mit dem Umwelt zu tun oder was man dann heutzutage vielleicht auch sagt, mit dieser ganzen Frage von Epigenetika zu tun. Das ist das Lötschental und wenn Price da kam in 1930, dann gab es so 4 Dörfer nebeneinander, da haben ungefähr 1200, 1400 Leute haben da gewohnt und das waren alle Landwirte. Und die Landwirte, die waren da noch ziemlich abgeschlossen. Das Tal hatte noch keinen Zugang zum Rhone, der Rhonefluss, das war noch nicht möglich und es war ganz schwierig, um da Produkte hin und aus das Tal zu bringen. Und was Price dann gemacht hat, er hat fast alle Kinder in dem Tal hat er zahnmäßig untersucht. So, er hat diese Karies hat er wirklich festgestellt und das Interessante, er hat dann auch in einem Nachbardorf, wo der Zugang zu moderner Nahrung und moderner Nahrung, das war alles, was schon in Kannen und Dosen gebracht wurde, die Zucker kam und mit all solchen modernen Sachen hat er dann eine Vergleichsstudie aufgebaut. Das ist diese Plakette, die am 21. August in den Pfaffleralp im Lötschental dann gezeigt wurde. Und das steht da in 2 Sprachen. Ich will das nicht ganz vorlesen, aber Paul hat da schon einiges gesagt. Die Leute haben sich relativ einfach ernährt und wenn es möglich war, haben die eigentlich von Rohmilchkäse, Butter, Sauerteigbrot, ein bisschen Gemüse und einmal in der Woche haben die dann Fleisch gegessen. Davon haben die Leute eigentlich gelebt. Und es war dann erstaunlich, wie gesund die Leute waren und Price beschreibt auch, eigentlich Tuberkulose hat er in dem Tal eigentlich nicht gefunden. Das Leben war damals hart. Die Leute haben dann der Wahl gemacht, um ohne Zugtiere zu arbeiten. So, es gab auch keine Esel, keine Pferde, weil das war alles, sag ich mal, Konkurrenz für die Nahrung der Menschen. So, die haben Ziegen gehabt, die haben Kühe gehabt und die haben eigentlich keine Konkurrenz gemacht für den Menschen, für die menschliche Nahrung, weil die Tiere konnte man überall weiden, wo man keinen Ackerbau machen konnte. Die Leute haben im Jahr einen Heuschnitt gemacht und alles ging über die Rücken der Menschen, der Männer vor allem. So, die Leute haben da alles Heu abgetragen, in die Heuscheune gebracht und dann im Winter mit wie heißt das, Schlitten haben die das dann wieder runtergebracht und teilweise haben die auch die Kühe in die Scheune gemolken, wo auch das Heu war. Das war eine Familiengelegenheit. Wenn man Bauernhof war oder Bauernhofkind war, hieß das von Anfang an, man musste immer mitmachen. Das war logisch. Der Sauerteigbrot würde dann als Brot genannt und interessanterweise würde das nicht oft gebacken. Was wir heutzutage ganz lecker finden, immer das frische Brot, das haben die Leute dann damals nicht gemacht. Es hat bestimmt eine saisonale Abkalbung gegeben, obwohl ich das nicht wirklich gefunden habe. Aber ich vermute mal, dass die Kühe mit der Wachstumssaison auch mitgekommen sind. Und das heißt, man hat dann im Sommer diese Überschüsse produziert. Und die Überschüsse, das wird dann umgewandelt in Butter und in Käse. So, was wir dann auch damals, was wir auch in 2012 auf unserer Alp gemacht haben. Und das war für die Leute das Einzige, was sie dann als Cash bekommen haben. Also damit haben sie ein Austauschmittel bekommen und die haben daraus zum Beispiel Salz gekauft
und auch ein bisschen Tabak und ein bisschen Wein und was die dann auch alles für ihren Spaß brauchten. Aber das war dann das Einzige, was denen von draußen kam. Das war 2012 und eigentlich ist die Tradition, hat sich noch nicht geändert. Ich vermute mal, dass die Leute eine ähnliche Käse gemacht haben, als was wir in 2012 auf der Zilliser-Alp gemacht haben. So ein Milch, was leicht abgerahmt wird. Man will auch Butter herstellen und man hat noch immer ein relativ gutes Fettgehalt in solche Käse. Das andere Unterschied, was ich mal vermute, wir arbeiten heutzutage mit allerhand Kulturen und die Leute haben damals mit Holzgeräten gearbeitet und ich denke, es hat überall Bakterien gegeben in diese Holzgeräte, so man musste die Milch auch nicht mit sauer, eine Starterkultur eigentlich impfen. Das war eine spontane Gärung damals. Das war unsere Butter. Wir haben das in 2012 aus pasteurisierter Milch gemacht. Die Landwirte, die wollten das gerne, aber eigentlich das Prinzip war gleich. Man hat Käse hergestellt und man hat eigentlich die Butter hergestellt. Was ich sehr spannend fand in die ganze Geschichte von Weston Price, ist, dass er auch gezeigt hat, dass in jedem Tal, nicht in jedem Tal, in jedem von diesen Naturvölkern hat es ein sogenanntes Sacred Food, wie nennt man das auf Deutsch, ein Heilmittel gegeben, ein Heilnahrungsmittel gegeben. Und er beschreibt für das Lötschental, das war der Butter, der in dem Monat Juni gemacht wurde, wenn die Kühe an die Schneegrenzen geweidet haben. Und es ist eigentlich interessant, dass das so ein Heilmittel war. Die Leute, die haben alles aus Erfahrung gemacht. All diese Naturvölker haben nur aus Erfahrung gelebt und die Naturvölker wollten oder die mussten ohne Ärzte und ohne Zahnärzte arbeiten. Es macht keinen Sinn, wenn man eine nächste Generation bringt, die ständig krank ist, oder dann geht die ganze Population herunter. So Price beschreibt, das Butterfett von den Kühen, die an die Schneegrenze geweidet haben, das war wichtig für die Leute als Heilmittel. Ich und andere haben selbstständig gefragt, warum war diese Art und Weise dann so gesund? Warum haben die Leute dann so gesund gelebt in das Lötschental? Wenn wir da unsere Begriffe darauf bringen, dann muss man sagen, ihre Nahrung war stark prä- und probiotisch gegründet. Das heißt, waren die mit Bakterien in Austausch, sage ich mal so. Die haben bestimmt viele Bakterien aus der Milch, Lactococcus und auch Bifidobakterien haben die ständig zu sich genommen und ich denke noch eine Haufe von anderen Bakterien. Präbiotisch heißt eigentlich, dass man eine Nahrung hat, die in den Darm da die gute Darmflora aufbaut. Das ist eigentlich das Begriff präbiotische Nahrung. Und wir wissen heutzutage, wenn man auf die Entwicklung von der Flaschenmilchindustrie, die Babynahrung guckt, dann sieht man, dass die Leute, die Babynahrung herstellen wollen, die großen Firmen, die versuchen immer, die Muttermilch als goldenen Standard zu nehmen. Und wenn man dann verfolgt, was im Laufe der Jahre in diese Flaschenmilch dann geändert hat, dann hat man erstmal vor ein paar Jahren hat man die langkettige Omega-3-Fettsäure auch in die Flaschennahrung dazu gebracht. Und heutzutage hat man auch allerhand sogenannte Oligosaccharide auch in die Babynahrung dazu gemacht. Und warum hat man das gemacht? Weil man hat bemerkt, dass die Kinder, die brauchen die Oligosaccharide, um eine gesunde Darmflora aufzubauen. Und das ist diese präbiotische Wirkung. Es gab noch mehr. Wir reden von Prä- und Probiotika, aber man muss auch mal bedenken, die Leute haben auch nicht gegen was gekämpft. Es gab noch keine Antibiotika. Was wir heutzutage mit unseren Antibiotika versuchen im Griff zu bekommen, das haben die Leute nicht gemacht. Das heißt nicht, dass da Menschen ständig gestorben sind, das heißt auch nicht, dass da Tiere ständig gestorben sind. Es ist einfach so, dass da irgendwie eine Art von Gleichgewicht entstanden ist, wodurch die Leute und die Tiere gesund geblieben sind. In modernen Begriffen kann man auch sagen, es war eine Nahrung, die nutrientdense war. So dass den Gehalt an Inhaltsstoffen, das war auch sehr hoch. Und was Weston Price herausgefunden hat, wenn er all diese Völker verglichen hat, dann hat er bemerkt, dass die Leute sehr viele fettlösliche Vitamine zu sich genommen haben. So, das war für ihn eine wichtige Sache, wobei er all diese Naturvölker miteinander
verbinden konnte. Die Leute waren draußen. Das Tragische von vielen von unseren Kindern heutzutage, die stecken nur hinter dem Computer, die kommen nicht mehr draußen, da wird nicht mehr draußen gespielt. Aber das Draußensein ist ganz, ganz wichtig, auch weil wir brauchen die Sonnenschein. Wir brauchen die Sonnenschein, um einfach auch, was wir wissen, Vitamin D, das kann man am einfachsten und in großer Menge selber produzieren. Insgesamt kann man sagen, dieses Modell von wie man die Kinder ernährt hat, wie man mit dieser Nahrung von Prä- und Probiotika umgegangen ist, wie man diese langkettige Fettsäure aufgenommen hat, die Omega-3-Fettsäure. Das ist ein Modell, wobei wir jetzt wissen, das unterdrückt sehr stark diese proinflammatoire, so die aufflammende allergische Reaktionen. So von da aus kann man sagen, die Leute, die kannten das nicht. Die kannten noch keine Asthma, die kannten noch keine Allergien und all diese modernen Krankheiten, die es heutzutage gibt. Price beschreibt selber, was hat die Völker miteinander verbunden. Wenn er losgefahren ist in 1930, hatte er auch eine Hypothese. Er hat damals bemerkt in Amerika, dass die Zahnqualität der Menschen stark zurückgegangen ist und er hat dann auch gedacht, womit hängt das zusammen? Und seine erste Gedanken war, die Leute, die gesund sind oder die gesund bleiben, das müssen Vegetarier sein. So, er ist herausgegangen mit den Gedanken, dass es eigentlich um eine vegetarische Kultur ging. Wenn er zurückkam, nach 10 Jahren, hat er entschieden, es geht um was anderes. Er hat bemerkt, dass im Moment, dass es da tierische Produkte gibt, dass die Leute eigentlich alle ganz gierig waren auf diese tierischen Produkte. Man hatte sehr gerne tierische Produkte zu sich genommen. Es gab eigentlich keinen Vegetarismus. Es gab bestimmte Völker, wie die Eskimos, die Inuit, die in Grönland und so weiter gelebt haben. Die Leute haben eigentlich rein von tierischen Produkten gelebt. Das Einzige, was die Eskimos als Pflanzliches zu sich genommen haben, das war der Mageninhalt von Robben, weil die Robben, die haben dann auf Algen gefressen. Das war das Einzige, was pflanzlich war. Alles andere war tierisch. Die Leute wussten ziemlich genau, wie sie mit allerhand Teilen von Tieren umgehen müssten. Die haben die Leber frisch gegessen, die haben die Augen von Tieren gegessen, die haben das Gehirn gegessen. So, man wusste ziemlich genau, was brauchen wir eigentlich, um gesund zu bleiben. Alles, was wir heutzutage nicht mehr tun, was machen wir? Wir wollen nur die Magenteile von den Tieren. Die Eskimos, die beschreiben teilweise, wenn die genügend Tiere gefangen hätten, geschossen haben, dann haben sie teilweise das Fleisch an die Hunde gegeben und haben selber das Fett gegessen. So, die haben eine Vorliebe gezeigt für das ganze Fett. Was hat die Völker verbunden miteinander? Price hat gesagt, es ging um das Roh und die roh fermentierte Produkte. Das war eigentlich das Wichtigste. Es war auch die Nutrient Density, so die Dichte von bestimmten Nahrungsinhaltsstoffen, sehr hohe Gehalte an fettlöslichen Vitaminen. Es gab noch keine Zucker und es gab noch keine, sag ich mal, Dosen, wobei man die Sachen in dieser Art und Weise totgekocht hat und konserviert hat. Jedes Volk wusste, wenn wir nicht eine gesunde Generation hervorbringen, dann geht es uns schlecht, dann können wir uns hier nicht erhalten. So von da aus gab es diese sogenannte Sacred Foods, diese geheimnisvolle Nahrungsteile und das sieht man eigentlich am schönsten, finde ich, in die Art und Weise, wie die Inuit das damals dargestellt haben. Die haben dann gesagt, wir ernähren uns so, um eine gesunde nächste Generation hervorzubringen. Ich weiß nicht, ob diese Bilder hier gezeigt sind in den letzten Tagen, aber das sind dann diese Bilder von verschiedenen Kindern aus dem Pazifik zum Beispiel, Aboriginals und auch Kinder von dem Pazifischen Ozean. Oben Kinder, die sich noch traditionell ernährt haben, unten die erste Generation, die eigentlich, sag ich mal, in eine falsche Richtung gegangen ist. Und das Erste, was in den Vordergrund gekommen ist, war diese Zahnlöcher. Man muss sich mal denken, dass die Zahnärzte, sie sind irgendwie gekommen, aber die sind vielleicht eine Generation zu spät gekommen. So, das heißt, die Leute müssen unglaublich viel Zahnschmerzen gehabt haben. Aber es ging noch weiter. Price beschreibt auch, dass die Gesichtsstruktur der Menschen sich geändert hat. Vor allem das mittlere Teil vom Gesicht, das würde schmaler. Und das sieht man hier als Beispiel bei amerikanischen Kindern
und man sieht dann auch direkt diese Zahnfehlstand, was man heutzutage bei vielen Kindern sieht. Ich bin da auch ich bin 1956 geboren, bin in Amsterdam großgezogen, aber bei mir war auch vieles schief gegangen. Komischerweise ist das nicht weitergegangen bei meinen Kindern. Wir haben unsere Kinder relativ gut aufgezogen und ich war eigentlich erstaunt, dass bei beiden Kindern, die haben wieder eine komplett gut ausgebildete Zahnbogen und die hätten auch kein Zahnlöcher. Bei mir war das komplett was anderes. Das ist, was er am klarsten dargestellt hat. Wie war das dann mit Karies in die verschiedenen Völker? Und wenn man da ganz rechts guckt, dann sieht man den Durchschnitt von allen Naturvölkern. Man sieht, die Leute stehen da alle auf einer Reihe. Ganz links die Schweizer und ganz rechts stehen da der Durchschnitt von allen Völkern. Dann sieht man, dass eigentlich die Leute, die sich noch traditionell ernährt haben, die haben nur im Durchschnitt 1% Zahnlöcher gezeigt. So, das heißt, man muss da ziemlich viele Kinder durchschauen, um ein Zahnloch zu finden. Es gab bestimmte Völker, wenn man da ganz rechts in die Grafik guckt, dann sieht man, dass es auch Völker gegeben hat, wobei es überhaupt keine Zahnlöcher gegeben hat. Die lange Spalte, oder wie sagt man das, die großen Dinge, das sind alle die in lila, die modernisierte Menschen. Im Durchschnitt 31% hatten die Leute Zahnprobleme. Ich fand es damals spannend, was bringt eigentlich die Schönheit von Menschen? Ja, so, das habe ich selber mal abfotografiert in das Museum im Lötschental ich glaube schon vor 10 Jahren. Und hier sieht man eigentlich ein Gesicht mit so ein Teil vom Gesicht, was so breit ist in der Mitte. Und hier gibt es ein Contest, wie sagt man das, ein Wettbewerb in England in 2012 und dann konnten die Engländer, die konnten sich abstimmen, was ist der schönste Face, das schönste Gesicht von engländischen Mädchen. Und die haben dann alle für das Mädchen hier gewählt, das ist Florence Colgate, heißt sie. Und ich fand es eigentlich erstaunlich, dass man da auch sieht, dass die Leute doch irgendwie so eine Präferenz haben für das mittlere Teil vom Gesicht. Ich vermute mal, es hat etwas mit dem goldenen Schnitt zu tun. Das ist so meine Behauptung. Man muss jetzt nochmal richtig ausarbeiten, aber man bemerkt, ich habe das auch mit Tierzucht, bei Tierzüchtern bemerkt, dass die Leute, die so einen Blick haben für was eigentlich gesunde Tiere sind, wie Tiere in Bilanz sind, dass man das eigentlich zurückleiten kann zu dieser Frage von diesem goldenen Schnitt. Jetzt etwas von den modernen Studien, die gemacht sind, die Studien, die teilweise hier in Süddeutschland gemacht sind, teilweise in der Schweiz, teilweise in Österreich. Das waren 2 Ärzte, eine an der Uni Basel, die andere an der Uni München, Braun-Fahrländer und von Mutius. Die haben sehr viel in den letzten Jahren erforscht über, was der Einfluss ist von das Leben auf einem Bauernhof, was der Einfluss ist von Rohmilch auf diese Frage von Gesundheit. Inzwischen sind da viele Studien gemacht. 2010 haben die das publiziert, das sind mindestens 10 Studien, in Australien sind die gemacht, in Neuseeland sind die gemacht, die sind in Amerika gemacht, in Polen sind die auch gemacht und man stoßt eigentlich ständig auf das Gleiche. Man bemerkt, dass es eigentlich darum geht, dass der Milchabhof, dass es eigentlich eine Schutzfunktion hat. Am Anfang haben die Leute noch darüber gesprochen, wir nennen das mal Bauernhofmilch, weil die konnten nicht so klar feststellen, ob dasjenige, was auf dem Bauernhof tatsächlich angeboten wurde, ob das Rohmilch war. So, später hat man dann festgestellt, die Bäuerinnen haben die Wahrheit gesprochen, wenn die gesagt haben, mein Kind bekommt Rohmilch, dann hat man auch festgestellt, ja, das ist wirklich eine Milch, die nicht erhitzt war. Man hat auch festgestellt, dass es ganz wichtig ist, wie es die Mutter geht. Ja, so, es gibt auch ein mutterliches Effekt. Es ist nicht nur der Anfang vom Leben nach der Geburt, es ist eigentlich auch das Vorgeburtliche, so die ganze Phase der Schwangerschaft. Heutzutage redet man sehr oft in Studien von -9 bis +9 Monate. So -9 Monate ist die Schwangerschaft und +9 Monate ist in vielen Fällen die Phase von Stille von Kindern. Man hat festgestellt, dass dieser Rohmilchschutz, dass es eigentlich eine unabhängige Sache ist, was nicht nur bei Bauernhofkindern auftritt.
Hier eine Studie, ich muss mal gucken, ob ich das ein bisschen zeigen kann. Nee, ich muss es anders sagen. Es handelt hier um eine Studie, wobei man auf die Mutter geguckt hat und auf dem Kind geguckt hat. Und hier geht es eigentlich vor allem um die Frage, was hat das Kind gemacht? So, es gibt auch einen Teil von dieser Studie, was hat die Mutter gemacht. Aber es gibt immer eine Kontrollgruppe und die Kontrollgruppe, die hat beide Sachen nicht gemacht. Und was die hier nicht gemacht haben, das Kind war nicht im Stall in die ersten Lebensmonate und das Kind hat auch keine Rohmilch getrunken. Deswegen hier diese Kontrollgruppe, die hier weiß ständig ausgebildet ist. Dann gibt es zwei Effekte. Es gibt das Effekt von Kindern, die in dem Stall mitgenommen sind, aber keine Rohmilch bekommen haben. Es gibt auch Kinder, die sind nicht im Stall mitgenommen, haben Rohmilch bekommen. Und es gibt Kinder, da ist beides passiert. Das ist das ganz Rechte immer. Und wenn Sie dann auf diese Grafik gucken, dann bemerken Sie anhand von dieser Studie, dass man sehr gut nachweisen kann, dass sowohl der Umfeld von einem Bauernhof eine Schutzfunktion hat und das Trinken von Rohmilch. Und wenn man die beiden Sachen kombiniert, dann bemerkt man auch, aha, dann geht es eigentlich viel besser. Die Kritik auf diese Studie war immer, dass man gesagt hat, ja, die Schweizer Bauern, die haben fast noch mit ihren Kühen zusammen in einem Haus gelebt. Was ist eigentlich, wenn man das mal ein bisschen anders macht? Und dann hat Michael Perkin hat dann in 2006 eine gleiche Studie durchgeführt in Shropshire. Shropshire, das liegt in England. Und das waren engländische Betriebe und die waren schon viel größer. Und er hätte die Möglichkeit, um da Kinder von Landwirten zu vergleichen mit Kindern von Mitarbeitern von Landwirten. So, diese Mitarbeiter von Landwirten haben nicht auf dem Bauernhof gewohnt. Die Kinder haben trotzdem Rohmilch bekommen. Und die dritte Gruppe, das war eine Gruppe von Kindern, die waren in die gleiche Region, das waren Kinder aus dem Dorf und auch da gab es Kinder, die Rohmilch bekommen haben. Was so wichtig war an dieser Studie von Michael Perkin, ist, dass er erstens das Gleiche festgestellt hat, dass er gesagt hat, es gibt ein unabhängiges Schutzeffekt von das Trinken von Rohmilch. Und das Zweite, was er dann herausgefunden hat, er hat auch gesagt, es gibt einen sogenannten Dosis-Wirkung-Effekt. So, das heißt, je mehr Rohmilch die Kinder nach dem ersten Lebensjahr in diesem Fall bekommen haben, je besser die Kinder dann auch geschützt waren gegen Asthma und Allergien. Die letzte Studie, die ich eigentlich zeigen will, das kommt wieder bei Frau Braun-Fahrländer, aus Basel kommt das weg. Georg Loss ist promoviert und hat dann geguckt, was steht eigentlich auf dem Tisch auf den Bauernhöfen. So, das war die Frage, spricht diese Landwirtin die Wahrheit, ja oder nein?